Mein Name ist Lukas Schiffer. Ich bin einer von 2 Gründern von Tico. Wir sind beide Holzbauingenieure und haben nach dem Studium im Endeffekt begonnen, das Ganze hier aufzubauen. Das ist mittlerweile 4 Jahre her. Und die Grundidee oder ursprünglich wollten wir eigentlich ökologische Ferienhäuser verkaufen, europaweit ausliefern und zentral fertigen. Und dann sind wir natürlich im Bereich vom Bad so ein bisschen auf das Thema gestoßen, wie schaffen wir es, eine vernünftige Qualität von einem Badezimmer auch beispielsweise in Italien anbieten zu können. Und so ist dann die Idee entstanden, eben die Bäder in der industriellen Vorfertigung zu bauen. Schaut dann in etwa so aus wie hier neben mir auf dem Bild. Kann man sich als Holzkubus vorstellen, in dem, man sieht es vielleicht ein bisschen, die Leitungen auch schon fertig installiert sind in der Wand. Innen ist das fertig gefliest, das ist alles schon sozusagen installiert und benutzungsfertig. Also es ist eigentlich eine Plug-and-Play-Lösung für die Baustelle dann. Ja, und dann haben wir halt angefangen, da Konzepte zu schmieden, immer noch in dem Denken, wir verkaufen das zusammen mit den Wandelementen als ganzes Haus. Haben dann aber eben festgestellt, dass das Interesse an dem Produkt so groß ist, dass es eigentlich Sinn macht, sich darauf zu spezialisieren, und so hat sich das Ganze dann eben entwickelt. Jeder, der schon mal in irgendeiner Art und Weise mit Badbau zu tun hatte, weiß, dass es immer irgendwo Schwierigkeiten gibt. Und das wird natürlich auch immer nur bedingt statistisch erfasst, aber wir wissen von einer Auswertung, dass eigentlich bei 90%, also fast bei jedem Badezimmer, irgendwo etwas zu bemängeln ist, was dazu führt, im Endeffekt, dass man immer Ärger hat. Also wer ist schuld? Man hat verschiedene Gewerke in der Baustelle und so weiter. Und das ist halt mit Tico nicht mehr so. Also man hat eine industrielle Qualität, man hat einen Ansprechpartner, der sich um alle Themen kümmert, bei der Vorplanung angefangen, bis hin im Endeffekt zur Ausführung oder zur Montage auf der Baustelle. Das Ganze ist ingenieursmäßig durchdacht. Es ist in einem vernünftigen, kundenorientierten Gestaltungsansatz. Insofern hat man auch bei der Bemusterung Vorteile und spart sich dann in der Umsetzung auf der Baustelle zu guter Letzt auch noch die Bauleitung und hat eben eine Lösung innerhalb von 5 Minuten installiert dann. Wir haben einfach festgestellt, dass der Teufel im Detail liegt. Also dass bei den ersten Architekturprojekten, die wir gemacht haben, individuell geplant haben, da passt dann irgendeine Duschtrennwand nicht zu irgendeiner Fliese oder also gibt halt genau die Themen, die halt auf der Baustelle dann Probleme bereiten, hatten wir natürlich am Anfang auch so ein bisschen. Und dann haben wir festgestellt, wir brauchen ein komplett in sich abgestimmtes Produkt. Also es wird wohl nicht funktionieren, wenn jeder Kunde seinen eigenen Wasserhahn aussucht. Und so haben wir halt einfach gelernt, wir müssen das ganze Bad als Produkt denken. Und dazu gehört halt eben auch die Inneneinrichtung. Und so haben wir uns für den Weg entschieden, nicht sozusagen einen Konfigurator zu bauen, bei dem sich jeder Kunde jeden Wasserhahn einzeln aussuchen kann, sondern wo man halt sagt, man kann sich ein auf sich abgestimmtes Design aussuchen. Und dann haben wir angefangen, Designer anzustellen hier, Innenarchitektinnen und haben dann einfach sozusagen Stück für Stück das aufgebaut und haben eher einen Ansatz gewählt zu polarisieren. Also die ersten 4 Designlinien, die wir jetzt an die Kunden herantragen, ist eigentlich, um so ein bisschen die Leute aus der Reserve zu locken und zu schauen, wie weit kann man gehen, weil ganz klar unser Ansatz ist, dass wir hier auch eine Vorreiterrolle im Baddesign einnehmen wollen. Also jetzt neben dem ganzen modularen Vorfertigen ist uns das ganz wichtig, dass wir die Vorteile dann auch wirklich umsetzen und dann auch bekannt werden für ein hervorragendes Innenraumdesign.